Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Pull Up and Dip. Mein Name ist Flex und heute widmen wir uns der Frage, ob es grundsätzlich möglich ist, mit Calisthenics Muskeln aufzubauen. Ja? Muskelaufbau ist gleich eine Hypertrophie des Muskels zu erreichen. Das bedeutet eine Vergrößerung des Muskelquerschnitts. Ja? Wenn du es vorstellst, ist ein Muskel, wenn der breiter, also wenn der Querschnitt quasi größer wird, dann wächst er oder ist gewachsen und dementsprechend schaut dein Arm, deine Brust, sonst irgendwas einfach muskulöser aus. Zu Beginn müssen wir uns jetzt erstmal Gedanken darüber machen, wie kriegt man es überhaupt hin, dass ein Muskel wächst. Ja? Ein Muskel besteht aus verschiedenen Fasern. Grundsätzlich kann man sagen, es besteht aus 3 verschiedenen Fasern, die jeweils auf unterschiedliche Belastungen auch hauptsächlich reagieren. Dementsprechend müssen wir uns jetzt erstmal darum kümmern, welche Belastungen sind das denn grundsätzlich. Ja? Das ist je nach Literatur, was man sich da anschaut, ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber da geht es ein grober Bereich, sage ich jetzt mal, von 60% bis 100% von einem 1RM. Ja? Das bedeutet, um es in Wiederholungszahlen auszudrücken, kann man sagen, von 1 bis 20 in diesen Wiederholungszahlen, in diesem Wiederholungsbereich, ist grundsätzlich möglich, Muskeln aufzubauen, weil dadurch, je nachdem in welchem Bereich man sich auch befindet, man unterschiedliche Muskelfasertypen auch gezielt ansprechen kann. Dementsprechend sollte dein Training auch etwas Variabilität haben, vielleicht nicht immer in einem Block, dass du dann alles mal querbeet durchtrainierst, sondern vielleicht auch das Ganze ziemlich strukturiert, blockweise in verschiedenen Zyklen unterteilt werden. Trifft jetzt aber nicht wirklich den Sinn von diesem Video hier. Ja? Das heißt, was wichtig ist, dir zu merken, wir brauchen ungefähr 60% bis 100% von unserem 1RM in den jeweiligen Übungen, um Muskelwachstum hervorzurufen. Ja? Dann geht es darum, wenn ich jetzt einen Satz mache, zum Beispiel 8 Wiederholungen, wo wir zum Beispiel Klimmzüge machen, dann ist der nächste große Faktor, um Muskelwachstum auch wirklich hervorzurufen, dass wir die jeweiligen Sätze auch wirklich nahe ans Muskelversagen trainieren. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir nicht zu viele Wiederholungen im Tank lassen. Ja? Wenn du jetzt angenommen 8 Wiederholungen trainierst, aber eigentlich 16 Klimmzüge oder Wiederholungen könntest, dann trainierst du da so ein bisschen am Ziel vorbei. Also zweiter wichtiger Punkt, trainiere deine Sätze jeweils bis nahe zum Muskelversagen. Circa 2 Reps in Reserve, also 2 Wiederholungen im Tank lassen, 1 Wiederholung im Tank lassen oder teilweise bei gerade Assistenzübungen und isolierenden Übungen kann man auch gerne mal ans komplette Muskelversagen gehen. Bei komplexeren Übungen, Klimmzügen, Dips mit Zusatzgewicht, all diese Übungen, die einfach über etwas komplexer sind, mehrere Gelenke auch wirklich involviert sind, mehrere Muskelgruppen involviert sind, da bitte lieber 1 bis 2 Wiederholungen im Tank lassen, um auch da einfach das Verletzungsrisiko dann nicht gleichzeitig auch noch nach oben zu treiben. Dann kommt es natürlich darauf an, auf die Time under Tension, also quasi die Belastungszeit an sich. Wie lange ist ein Muskel, wie lange wird der belastet? Das wird dann dementsprechend einfach reguliert, wie viele Wiederholungen du auch machst oder vielleicht mit Kadenzen arbeitest, also Zeiten arbeitest, zum Beispiel 3 Sekunden konzentrisch, 3 Sekunden exzentrisch, je nachdem. Das sind so Kleinigkeiten, wobei die ergeben sich dann eigentlich daraus aus dem Wiederholungsbereich, den du sowieso dann trainierst. Und die Range of Motion, das bedeutet, ein Muskel sollte so gut wie es geht über den größten Bewegungsablauf trainiert werden, um dementsprechend auch komplett belastet zu werden natürlich. Wenn du jetzt die ganze Zeit hier trainierst, wird er weniger wachsen als
du dein Bizeps quasi über die volle Range of Motion trainieren würdest. Nochmal kurz zusammengefasst, wir müssen einmal einen gewissen mechanischen Reiz schaffen, da circa in diesem Bereich von 60, 70 bis 100% von deinem 1RM bleiben, dann die jeweiligen Sätze austrainieren bis eine Reps in Reserve von 0 bis 2, eine Range of Motion über die volle Range of Motion, so gut wie es geht, sage ich mal, und die Time under Tension, die ergibt sich dann wiederum aus den anderen Punkten. So. Jetzt haben wir geklärt, was so die Basics sind, um Muskelaufbau hervorzurufen. Ja, dieses Thema, das ist wesentlich komplexer, da steckt noch wesentlich mehr dahinter, aber wir wollen jetzt hier erstmal die Basics klären. Das heißt, jetzt müssen wir schauen, ob und wie das Ganze auch wirklich ins Calisthenics an sich, Bodyweight-Sport, übertragbar ist. Ja? Wir definieren den Calisthenics-Sport jetzt ohne Zusatzgewicht. Das heißt, wir haben nur unseren eigenen Körper zur Verfügung. Ja? Wir haben natürlich Equipment wie Ringe, wie eine Stange, ein Barren, alles zur Verfügung und trainieren da jetzt. Was du jetzt wahrscheinlich recht schnell merkst, hat das Ganze, ja, kann man da schon, also man kann auf jeden Fall Muskeln aufbauen bis zu einem gewissen Grad, ja, bis zu einem gewissen Leistungslevel, weil irgendwann bist du einfach in der Lage, Klimmzüge, Dips, die einfachen Bodyweight-Übungen so auszuführen, dass du gar nicht mehr diese Aspekte, die wir jetzt genannt haben, wirklich erfüllen kannst, ja. Das heißt, irgendwann kannst du nicht mehr in dem 1RM-Bereich, 2er, 3er, 4er RM-Bereich arbeiten, weil du einfach viel zu stark bist. Das heißt, du musst dir permanent neue Progressionen auch suchen und für die jeweiligen Übungen, um es zu erschweren sozusagen, um den Muskel an sich auch wirklich dann in diesen Bereichen auch wirklich zu treffen. Klar kann man dann anfangen, Frontlever, die ganzen Skills, Muscle-Ups weniger jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, weil es mehr ein dynamischer Skill ist, jetzt nicht perfekt für Muskelaufbau, aber jetzt, keine Ahnung, dann anstatt Klimmzüge, einarmige Klimmzüge zu machen und so weiter. Es geht grundsätzlich ja, weil der mechanische Reiz wird dadurch immer mehr erhöht, aber was man halt wissen muss, ist, du triffst die Muskeln nicht so isoliert, wie du sie treffen solltest für optimalen Muskelwachstum. Ja. Das heißt, im Calisthenics an sich geht es auf jeden Fall, Muskel aufzubauen bis zu einem gewissen Leistungslevel und dann macht es absolut Sinn, mit Zusatzgewicht zu arbeiten. Auch vielleicht mal eine Langhantel, eine Kurzhantel in die Hand zu nehmen, um einfach wesentlich effizienter zu arbeiten. Das ist halt auch ein Riesenthema, wie effizient ist das Ganze dann. Grundsätzlich ist es möglich, definitiv zu einem gewissen Level, aber dann muss man auch wirklich das Training an sich anpassen. Die Übungsauswahl ist entscheidend und die ganzen Faktoren, die wir jetzt genannt haben. Ja? Also, was nimmst du daraus mit? Es ist möglich mit Calisthenics bis zu einem gewissen Grad Muskeln aufzubauen, aber irgendwann kommst du nicht mehr drum herum, einfach Zusatzgewicht zu nehmen, den mechanischen Reiz zu erhöhen. Ja. Es ist halt einfach leichter, zum Beispiel bei Klimmzügen, du machst 10 Klimmzüge und das Ganze dann mit ein bisschen Zusatzgewicht zu steigern, anstatt sofort zu einem One-Arm-Pull-Up überzugehen, weil es einfach nicht möglich ist. Ja. Das heißt, du bist im Calisthenics mit der Übungsauswahl für Muskelaufbau extrem limitiert eigentlich. Von dem her, nimm Zusatzgewicht, progressiere das Ganze, steigere das Ganze und dann klappt es auch gut mit dem Muskelaufbau. Wichtig, arbeite bis ans Muskelversagen, Reps in Reserve von 2 bis 0, 0 bis 2, arbeite über die Range of Motion und schau, dass du verschiedene Wiederholungsbereiche, verschiedene Intensitäten in deinem Training abdeckst. Und wenn du merkst, du kannst diese Faktoren jetzt nicht mehr wirklich erfüllen, was auch immer der Grund ist, dann arbeite mit Zusatzgewicht, arbeite mal hier und da mit einer Hantel, mit einer Kurzhantel oder mit einem Seilzug, wenn das dein primäres Ziel ist. Ja, darf man halt auch nicht vergessen. Es gibt natürlich da unfassbar verschiedene Aspekte, Ziele, was auch immer.
Wir reden jetzt hier nur vom Muskelwachstum und nicht von irgendwelchen Skills zu erlernen, weil das verstehen die meisten auch immer falsch, dass man dann sagt, ja, ich will aber Muskeln aufbauen und gleichzeitig 500 Skills erlernen. Da muss das Training an sich einfach auch dementsprechend geplant sein, sage ich mal. Dann geht es noch ein Punkt, das Volumen, wie viele Sätze an sich soll ich trainieren. Da gibt es auch ziemlich viel verschiedene wissenschaftliche Bereiche und das dann auch nochmal unterschiedlich für die jeweiligen Muskelgruppen. Deswegen würde ich ganz gerne jetzt hier nicht darauf eingehen, sonst hat das Video hier kein Ende mehr und es wird einfach viel zu komplex. Da ist es nicht sehr schwierig, einfach mal zu googeln, dann findest du da Volumina, Bereiche für die jeweiligen Muskelgruppen und kannst dann dementsprechend das Ganze anpassen. Auch da empfehle ich dir lieber, auch ein bisschen für dich herauszufinden, was ist das Beste für dich, in was für einem Volumen funktioniert es am besten, weil viel Volumen mit vielen Faktoren, zum Beispiel falscher Technik etc., führt halt auch extrem schnell zu irgendwelchen Verletzungen. Deswegen musst du da auch schauen, was für dich da geeignet ist. Gut, ich hoffe, du konntest jetzt aus diesem Video etwas mitnehmen und hast ein bisschen Überblick bekommen. Die Frage Muskelwachstum mit Calisthenics, ob es grundsätzlich möglich ist. Ansonsten wünsche ich dir gutes Training. Wenn du eine Frage hast, schreib es einfach in die Kommentare. Komm oder melde dich gerne in der Calisthenics Academy an. Da haben wir spezielle Trainingspläne für den Muskelaufbau, für den Muskelwachstum vorbereitet, wenn dich das ganze Thema mehr interessiert. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß im Training. Wir sehen uns in der Academy oder in einem nächsten Video von uns. Und bis dahin eine gute Zeit. Mach's gut, dein Flex. Ciao, ciao.